heute gibt es ein Special. Ich habe es fast vergessen, aber ich habe es jetzt gerade mal gesehen bei YouTube. Wir haben über 100 Filme mittlerweile gestartet und deswegen gibt es heute ein 100 Filme Special, auch wenn es schon ein paar mehr sind. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, wir haben über 100 Filme mittlerweile veröffentlicht. Es sind jetzt sogar schon 115 insgesamt mit einer Spielzeit von knapp 24 Stunden. Das ist eine ganze Menge und wer schon mal YouTube gemacht hat, weiß, wie viel Arbeit dann letztendlich dahinter steckt. Ich möchte heute noch mal so ein bisschen rekapitulieren, wieso wir das Ganze gemacht haben und ob sich das jetzt für uns gelohnt hat. Ob es für euch sich das gelohnt hat, das könnt ihr ja gerne mal unter das Video hier schreiben. Habt ihr Informationen rausnehmen können aus unseren Videos? Und wenn ja, welche? Das schreibt bitte mal unter unser Video. So, warum haben wir diesen Kanal gestartet? Nun, ich habe eine ganze Reihe von Filmen gesehen aus dem Süden, wo die Leute berichtet haben, wie sie dort in Urlaub fahren, wie sie dorthin ausgewandert sind. Im Übrigen, die Auswanderung steht bei uns ja auch noch an, irgendwann mal. Und deswegen bin ich auf diese Filme dann letztendlich auch gekommen. Was mir aber vielfach gefehlt hat am Anfang, und der Anfang war in etwa vor 2 Jahren, sind Videos gewesen aus der Gegend, wo wir hinfahren. Wir fahren in den Norden der Türkei. Unsere Stadt heißt, ist eine kleine Stadt, ist Pirasis, zwischen Ordu und Giresun, direkt am Flughafen von diesen beiden größeren Städten. Und von dort aus gab es kaum Videos. Da fährt scheinbar keiner großartig von euch hin. Ihr fahrt immer nur in den Süden, wo es schön ist, wo die Sonne immer scheint. Das ist im Norden natürlich ein bisschen anders. Bevor ich da das erste Mal hingefahren bin, wollte ich natürlich wissen, wie sieht es da aus. Und habe dann halt nur vereinzelt ein paar Videos gesehen, vor allen Dingen auch welche, die relativ alt waren. So, neuere Videos gab es dann halt nicht so und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, machen wir mal selbst. Nachdem ich dann das erste Mal dort war, habe ich gesehen, ich war natürlich auch schon im Süden, dass es da große Unterschiede gibt. Im Süden natürlich voll touristisch erschlossen, der Norden ist eher noch natürlich geblieben und deswegen gab es unseren ersten Kanal, den habe ich dann genannt Türkei in echt, um für mich die echte Türkei zu zeigen. Mittlerweile sieht es so aus, dass wir eine ganze Menge von Filmen auch über den Norden gemacht haben und dass jetzt auch immer mehr Filme aus dem Norden kommen, allerdings hauptsächlich von Einheimischen, die diese Filme gemacht haben. Aber jetzt haben wir ja auch hier welche in Deutsch und mittlerweile werden die auch in Englisch und in Türkisch produziert. Das haben wir jetzt so vor ein paar Wochen mal angefangen und auch das ist mal ganz interessant für die Türken. Wie sehen die Deutschen den Norden der Türkei zum Beispiel? Da haben wir auch schon eine ganze Menge Rückmeldungen drüber bekommen. Und natürlich wollten wir auch unsere eigenen Urlaube einfach dokumentieren. Ich habe mittlerweile Spaß daran gefunden, aufzunehmen, Videos zu machen, diese zu schneiden, mit Musik zu unterlegen und so weiter und so fort. Ja, und deswegen habe ich dann auch letztendlich damit angefangen, das zu machen. Irgendwann sind wir natürlich auf die Idee gekommen, das Ganze so ein bisschen noch schicker zu machen, das ein bisschen auch internationaler zu machen und deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt ändern wir so ein bisschen den Kanal. Habe also gesagt, Türkei in echt, das ist Deutsch, das lassen wir mal. Ich brauche einen neuen Namen, der natürlich irgendwas mit der Türkei zu tun haben muss und da sind wir dann nach einem längeren Brainstorming auf Hazelnut Adventures gekommen und haben dann diesen Kanal entsprechend umgestaltet und weiter aufgebaut.
Wir sind jetzt nicht so darauf aus, möglichst schnell ganz viele tausend Abonnenten zu haben, sondern wir wollen ein bisschen authentisch bleiben und wollen den Norden weiterhin auch zeigen. Also es ändert sich jetzt an den Filmen jetzt nicht ganz so sonderlich viel. Erstmal, natürlich haben wir unser großes Projekt The Dream gestartet. Wenn ihr da mal reingucken wollt, da gibt es eine Playlist davon. Das sind mittlerweile auch, glaube ich, 30 Videos geworden. Da fahren wir oder planen wir die Reise in die Türkei. Allerdings eben nicht so, wie wir es jetzt fahren oder gefahren sind, sondern wir fahren hintenrum. Und zwar, wenn es dann wieder mal irgendwann geht, über Russland, Kasachstan und Turkmenistan und so weiter, Iran, in die Türkei rein. Also einmal von hinten rum in die Türkei, dann einmal durch die Türkei. Also da haben wir einiges vor. Wird auch ein paar Monate dauern, diese Tour. Wir werden uns da viel angucken. Aber auch deswegen haben wir uns natürlich für diese Kanalumbenennung entschieden. Ja, ich möchte mich als letztes nochmal hier bei euch bedanken, dass ihr die Videos auch immer mal mehr oder weniger konsumiert habt und euch angeguckt habt. Das ging in letzter Zeit stetig bergauf. Und wenn wir jetzt natürlich wieder fahren, ist es dann auch so. Wir haben ja auch unser erstes richtiges Live gestartet. Das wird im Urlaub jetzt, wenn wir fahren, natürlich auch wieder kommen und ein bisschen mehr auch passieren. Die Live-Videos werden mittwochs starten. Unsere Filme kommen freitags. Gut, so viel zum Thema 100 Filme. Ich bedanke mich bei euch fürs Gucken und bleibt uns weiterhin gewogen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren, die Glocke drücken, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Film wieder. Die nächsten Filme angepeilt sind bestimmt 200. Dann gibt es wieder ein neues Special und dann gucken wir mal. Bis dahin, bleibt weiterhin gespannt. Tschüss.